Hallo zu einer Praxisfolge von Reptil TV. Ich habe euch heute den Tom Hills mitgebracht. Ihr werdet ganz begeistert sein. Der Tom ist Versicherungsvertreter. Ja, gelernter Versicherungskaufmann. Genau. Hallo Also Stefan. Er ist gelernter Versicherungskaufmann. Ne? Also ich dachte mir gerade bei Versicherungsvertretern nicht, dass ihr alle gleich wegklickt oder sowas. Ne? Das ist jetzt nicht gerade so der Klassiker, den man gern hat. Aber in dem Fall ist das wirklich wichtig. Unser Thema heute, wir möchten mal durchsprechen, wie sich das alles versicherungstechnisch verhält mit unseren Reptilien. Ich verspreche euch, das wird echt richtig eine spannende Folge, weil da gibt es so 2, 3 Tücken, die ich eigentlich so nicht wahrgenommen habe. Ne? Und wie gesagt, der Tom ist hier der Fachmann dazu, der hat es von Pike auf gelernt und kann uns da interessante Sachen sagen. Gell? Genau. Wir haben es aufgebaut in 4 Punkte. Die tun wir so nach und nach abarbeiten, genau, durchleuchten. Punkt 1 war der Schaden am Tier. Reptil. Am Reptil, genau, da wird es schon gleich spannend, oder? Was passiert, wenn es bei euch daheim brennt? Ich hoffe, ihr habt alle eine Hausratversicherung. Dann wäre vom Prinzip aus der Brandschade versichert. Problematisch ist, dass euer Reptil, sei es Schlange, sonst irgendein Tier, nicht separat mitversichert. Weil es ist kein Hausratgegenstand im eigentümlichen Sinne. Das heißt, wenn das Tier durch Brandschade sterben sollte, durch einen Wasserschaden sterben sollte, ist es leider ausgeschlossen. Okay, und also wir haben es vorab natürlich gleich ein wenig durchgesprochen. Du hast gesagt, hätten wir jetzt eine Katze, Hund, Hamster, Vogel, der wäre versichert. Das wäre Hausratbestandteil, als Kleintier mitversichert, aber leider keine exotischen Tiere. Keine exotischen Tiere, der Lieblingsbegriff von uns Terrarianern. Also Leute, hört zu. Das exotische Tier, unser Reptil, ist nicht mitversichert. Ne? Brennt die Bude ab, wir kriegen für alles Geld, aber nicht für unsere Reptilien. Wirklich ein ganz gravierender Punkt. Ihr könnt es probieren, fragt euren Versicherungsberater nach, ob ihr das Tier speziell mit dem Wert, wo ihr es gekauft habt, mit reinnehmen würdet. Der ein oder andere macht es vielleicht mit. Also wenn der es mit reinschreibt in die Police, dann wäre es mit auf der sicheren Seite. Dann wären wir auf der sicheren Seite. Aber sonst nicht versichert. Kohle weg, ja, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir den Schaden am Terrarium, genau, die Bude brennt. Ganz klar. Terrarium ist wie ein Aquarium, andere Hausratgegenstände, Mobiliar mitversichert, sprich der Schaden am Terrarium ist zum Neuwert automatisch mit enthalten. Also wird bezahlt. Das Terrarium, alles drum und dran, Technik wird bezahlt. Immerhin. Vielleicht als kleiner Tipp noch zwischendrin, der Glasbruch am Terrarium könntet ihr separat über eine Glasbruchversicherung mitversichern. Da können alle Glasscheiben im Hausrat mit dazu. Das heißt, wenn die Glasscheiben kaputt gehen, seid immer auf der sicheren Seite, das ist immer mitversichert. Okay, also wenn ich jetzt auch zum Beispiel die Glasscheibe durch Fußballspiele oder was auch immer kaputt geht, ist unter Glas drin, so wie das Fenster auch. Ganz genau. Okay, ja, guter Tipp. Dann haben wir den Schaden durch das Terrarium. Ne? Also Technik, wir haben ja jede Menge Technik im Terrarium, Heizung, sonstiges. Ja. Eben wieder das Beispiel, die Bude brennt ab durch mein Terrarium. Der Erste, wo sich das nach der Feuerwehr anguckt, wird ein Sachverständiger sein. Der wird feststellen, dass die Lampe oder was immer falsch angeschlossen war. Eventuell ist das dementsprechende Schaden daraus entstanden. Der Folgeschaden ist natürlich versichert. Wie gesagt, der Hausratschaden ist drin, inklusive Terrarium, wahrscheinlich ausschließlich dem Reptil selber. Okay, also kommt keiner und sagt, hier, das war das Terrarium war schuld, sondern ist versichert. Als kleiner Tipp, prüft, dass ihr die grobe Fahrlässigkeit mit versichert habt. Viele bieten das heutzutage mit an. Grobe Fahrlässigkeit wäre, wenn ich da dran rumgebastelt habe. Genau. War ich grob fahrlässig, weil ich kein Fachmann bin. Weil es überall draußen elektrische Geräte dürfen nur vom Fachmann verbaut werden. Okay. Wenn es kein Elektriker war, könnte es eventuell als grob fahrlässig ausgelegt werden. Aha. Aber mit wenn das diesem Schutz seid ihr auf der sicheren Seite. Sind wir auf der sicheren Seite, sind wir versichert. Okay. Ja. Dann, ich habe Besuch zu Hause. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ihr habt Besuch. Jeder will natürlich mal die Schlange anfassen oder euer Krokodil. Streicheln. Genau, streicheln, euer Krokodil einmal am Hals hängen, die Schlange. Was passiert, wenn mein Besucher wirklich ernsthaft gebissen wird ins Gesicht? Halbe Nase ab, Ohr ab, weiß der Herrgott was. Also grundsätzlich hoffe ich, dass aber jeder von euch eine eigene Privathaftpflichtversicherung hat, weil die schützt euch einfach vor Kosten, die auf euch zukommen. Ihr haftet für alle Schäden, die ihr verursacht, und die Privathaftpflicht deckt sie.
Haustiere im eigentümlichen Sinne, Hamster, Katze, Fische, Vögel sind mitversichert. Hunde kann ich separat versichern, dann sind sie auch mit in der Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht mit enthalten. Reptilien leider sind ausgeschlossen. Okay. Sprich, ihr haftet zwar, wenn euer Freund von der Schlange, vom Krokodil gebissen werdet, in voller Höhe unbegrenzt, für Schadenersatz, für Schmerzensgeld, alles, was auf euch zukommen kann. Ihr habt aber als Privatperson leider keine Möglichkeit, den Schaden zu versichern. Okay, also ganz wichtiger Punkt. Ich übersetze es nochmal in meine Worte. Also wenn jetzt meine Katze meinen Besucher beißt, kein Problem, zahlt die Versicherung. Wenn unser geliebtes Reptil oder mein Krokodil irgendeinem den halben Arm abbeißt, zahle ich Zehntausende, Hunderttausende Euro. Also ganz wirklich gravierend wichtiger Punkt. Seid euch dessen bewusst, keine Versicherung bezahlt den Schaden, den euer Tier, also euer Reptil, euer Reptil jemand anderem zufügt. Ne? Also das wusste ich bis dato nicht. Ja. Das war eine der großen Überraschungen aus unserem Gespräch. Wusste ich nicht. Kacke, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Darum vorsichtig sein. Lieber auch mal Nein sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Lieber das Tier nicht streichen lassen, jemand Fremdes nicht in die Hand geben. Weil wenn was passiert, ihr zahlt das Leben lang für diesen Schaden. Mhm. Oder mal noch, jetzt fällt mir gerade ganz ad hoc blödes Beispiel ein, was schon manchmal passiert. Meine Echse kackt oder kotet denjenigen an, hier über den teuren Armani-Anzug. War es vom Hamster, war es von der Katze, ist versichert, war es vom Reptil, leider nicht. Okay. Und der Code wird nachgeprüft, von wem er ist, oder? Okay, also wirklich wichtiger Punkt und ganz im Ernst, seid euch dessen bewusst. Dann zu meiner Erleichterung. Es verhält sich etwas anders, wenn man ein Gewerbe hat. Ne? Genau. Meine Frage an Tom war, um Gottes Willen, also ich hatte auch zum Beispiel mal den Fall, ein Kunde wurde hier gebissen, zum Glück ist nicht allzu viel passiert, so knapp nebens Auge. Da war aber wirklich haarscharf, dass der sein Auge verloren hätte. Dann dachte ich, um Gottes Willen, da hätte ich hier Hunderttausende für diesen Unfall womöglich zahlen können. Bei Gewerbe verhält es sich anders, sagst du? Jawohl, als Gewerbe kann ich eine Firmenpolice machen. Firmenpolice sind jeweils auf die Firma speziell abgesichert. Sprich, wenn ich mit Reptilien handle, sind auch Risiken von der Haftung her von Reptilien mit versichert. Das heißt, gewerblich kann ich das versichert haben, wenn mein Tier ein Kunde zum Beispiel beißt. Mhm. Und wenn mir die Bude abbrennt, ich zahle ja entsprechend auch hohe Versicherungspolice, da sind die Tiere, ja, der Wert der Tiere mit drin. Da ist quasi, sind die Tiere als Ware mitversichert und da ist an eurem Brandschaden das Tier selber mit dabei. Mitversichert. Also für diejenigen unter euch, die eine größere Zucht haben oder die das eben gewerblich angemeldet haben, in dem Fall der Vorteil, ne? Also wir hatten jetzt bei Privat, hat man zweimal Ja, zweimal Nein, was das Zahlen betrifft. Seid ihr gewerblich, habt es entsprechend versichert als Gewerbe, habt ihr 4-mal Ja. Also es wird der Schaden vom Tier an anderen ist mitversichert und eure Tiere selber brennt die Bude ab, sind die Tiere mitversichert. Also wir reden jetzt natürlich nicht, stirbt eure Schlange, weil sie eine Lungenentzündung hat, das ist ein ganz anderer Fall. Das müssen die klassische Gefahren sein, Feuer, Brand natürlich mit Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementarschäden, Erdbeben, solche Sachen, Überschwemmungsschäden, dann ist versichert. Rückstauschäden, klassische Gefahren, die versichert werden. Die unter euch, die das, sage ich jetzt mal, semi-professionell betreiben, da lohnt es sich vielleicht abzuklären mit dem Versicherungskaufmann. Mit eurem Spezialist für eure Versicherungsfrage einfach den Berater ansprechen, der soll euch was anbieten, speziell für eure Bedürfnisse. Okay. Super spannend, super interessant. Wir blenden euch im Tom seine E-Mail unten ein. Wir haben ja oft den Fall bei irgendwelchen Terrarienfachleuten, da sagen die immer, oh, um Gottes Willen, lasst mich ja in Ruhe mit euren Fragen. Tom macht es beruflich, der mehr oder weniger, der lebt von diesen Fragen. Also ihr dürft dem Tom schreiben, wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise ihr könnt auch eure Sachen bei ihm versichern. Ja, also bei Interesse einfach eine kurze E-Mail, die wir auch noch eingeblendet. Wir teilen uns alles, was du dran verdienst. Geht klar. Nein, Spaß. Es soll auch keine Werbung sein, aber ihr dürft den Tom fragen, wenn ihr Fragen habt. Ich glaube, war super spannend, für einige bestimmt auch überraschend, was dabei rauskam, für mich auch. Und danke dir, Tom, fürs Kommen, für die super Info. Und bei euch bis zum nächsten Mal, genau. Dankeschön.